Ich finde es nicht richtig, dass sie den Brautvater von den Vorbereitungen ausschließt. Ach, aber Christoph hat doch so viel um die Ohren. Sicherlich freut er sich, wenn er mit dem ganzen Trubel nicht so viel zu tun hat. Das glaubst du doch selber nicht. Ich werde mir in nächster Zeit auch ein neues Betätigungsfeld suchen. Ach, du willst arbeiten? Wir haben doch gesagt, dass wir über alles offen reden können. Also gut. Er macht einen intelligenten Eindruck, ist sensibel. Finde einen Käufer für Friedenau. Ich soll Friedenau für dich verkaufen? Ja, ist doch eine wunderbare Aufgabe. Und du wirst eine Menge über Immobiliendeals lernen. Das kann ich nicht. Ich liebe dieses Haus. Du liebst die Annehmlichkeiten, die damit verbunden sind. Aber erzähl mir doch nicht, dass du das Haus lieben Ich werde es nicht tun. Ich glaube, du willst mich nicht verstehen. Ich möchte, dass du Friedenau für mich verkaufst. Diesen Gefallen bist du mir schuldig. Wieso? Weil ich in der letzten Zeit erhebliche Zweifel an deiner Loyalität bekommen habe. Ah, wieso das denn? Du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Ich glaube, wir haben uns verstanden. Nein, nichts habe ich verstanden. Wer Friedenau unter Wasser setzen kann, wird es vielleicht auch verkaufen können. Du kannst mich nicht dazu zwingen. Ich kann dich nicht zwingen. Aber an deiner Stelle würde ich mir überlegen, was mir wichtiger ist. In einem Schloss zu wohnen oder ein gutes Verhältnis zu deinem Ehemann zu haben. Und wir können euch wirklich alleine lassen? Aber ja, ich habe noch so viel zu tun. Und Tim, glaube ich, auch. Ja, ihr würdet bestimmt nur stören. Na, wenn das so ist. Komm, Kathi. Wir können nachher zusammen Tee trinken. Oh, Christoph. Papa. Hallo Julia. Hallo. Na? Mit dir habe ich ja noch gar nicht gerechnet. Na los, setz dich. Du musst ja völlig erschöpft sein. Das geht. Hallo Tim. Hallo, Herr von Anstetten. Hast du irgendwas erreicht? Ja, später. Wir reden später drüber. Zunächst mal möchte ich von unserem jungen Glück erfahren, warum es plötzlich so ungeduldig ist und nicht schnell genug unter die Haube kommen kann. Also, Tim hatte die schöne Idee, dass wir am Jahrestag meiner Krankenhausentlassung heiraten. Ja, wenn es nur um den Tag geht, dann könnt ihr ja auch ein Jahr später heiraten. Aber Papa, das wäre dann doch zu lang. 3 Wochen. Habt ihr euch das gut überlegt? Und wie soll ich das alles in so kurzer Zeit organisiert bekommen? Das ist doch kein Problem. Das nehme ich Ihnen gerne alles ab. Als Brautvater hatte ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe ein Leben lang davon geträumt, eines Tages meiner Tochter die Hochzeit ausrichten zu können. Das sollst du doch auch. Aber du musst doch nicht alles alleine machen. Was spricht dagegen, wenn Tim dir ein bisschen hilft? Das kriegen wir bestimmt hin. Wir wollten dich wirklich nicht übergehen. Das will ich euch auch nicht geraten haben. Ich schlage vor, wir setzen uns nachher mal zusammen. Okay. Sehr gern. Kaffee bitte. Ja, hallo? Aber mir geht's gut. Nein, ich hab nichts. Ach, das geht nicht. Echt nicht, Du, ich muss jetzt aufhören. Ich bin auf dem Sprung. Nein, ich melde mich. Ja, okay. Ciao. Wer war denn das? Unwichtig. Herr unwichtig oder Frau unwichtig? Ja, okay. Das war Jens. Der neulich bei dir übernachtet hat. Er wollte sich mit mir verabreden. Und? Da ist doch nichts bei? Und? Warum hast du ihn denn so schnell abgewimmelt? Ich habe keinen Bock auf den Typen. Okay,
Aber nicht meinetwegen, oder? Nein. Obwohl, naja, irgendwie auch deinetwegen. Ach, Gero. Wir sind uns doch nicht verpflichtet. Ich habe da nichts gegen, wirklich nicht. Du kannst dich treffen mit wem, wann und wie oft du willst. Hm? Und? Hast du es dir überlegt? Du hast dafür gesorgt, dass ich Friedenau bis jetzt noch nicht verkaufen konnte. Nun musst du deinen Fehler wieder gut machen. Tanja, wenn du dich weigerst, verlierst du nicht nur Friedenau. Ich hoffe, das ist dir klar. Du kannst mir nicht drohen. Selbst wenn du mich rausschmeißt, bleibe ich trotzdem Gräfin von Anstetten. Das Leben als verarmte Gräfin ist sicher nicht sehr amüsant für dich. Eine Gräfin ohne Schloss ist auch keine witzige Vorstellung. Du wirst es überleben. Der Verkauf des Schlosses gegen mein Wohlwollen. Überleg's dir gut. Ist ja alles ganz schön und gut, aber so kann man doch sowas nicht angehen. Ein paar ganz hübsche Ideen, aber was wir brauchen, ist eine ganz detaillierte Planung. Also gut. Haben Sie sowas schon mal organisiert? Ja, klar habe ich schon mal eine Fete auf die Beine gestellt. Ich meine aber keine Fete. Mit ein paar Kisten Bier und einer Schüssel Nudelsalat, das ist eben nicht getan. Steht auf meiner Liste irgendwas von Bierkisten und Nudelsalat. Was ich meine ist, es reicht nicht aus, wenn Sie hier ein paar Kisten Sekt oder von mir aus auch Champagner besorgen. Wir brauchen einen genauen zeitlichen Ablauf. Wo, wie und mit wie vielen Gästen soll überhaupt gefeiert werden? Wo werden diese Gäste untergebracht werden? Wie kommen diese Gäste von A nach B oder von B nach C? Wie viel Personal brauchen wir? Wir müssen an Einladungskarten denken, Menükarten, Tischkarten, Tischdekoration und. Ja, und dann die Musik. Wozu eine Diskjockey? Was wir brauchen, ist eine richtig gute Tanzkapelle. Wir laden doch schließlich nicht nur Teenager ein. Also Sie wollen ernsthaft Rumba, Fox und Walzer tanzen lassen? Ja, besonders Walzer. Ich glaube wohl, dass Julia auf ihrem Hochzeitswalzer bestehen wird. Den gibt's auch auf Platte. Oh, eine sehr romantische Vorstellung. Ja. Und dann das Essen. Wozu brauchen wir einen Partyservice, wenn wir hier im Hause 2 voll ausgestattete Küchen haben? Außerdem wäre unsere Köchin Tilda tödlich beleidigt, wenn sie nicht höchstpersönlich das Hochzeitsmenü für Julia vorbereiten dürfte. Nee, also wir müssen das alles ganz anders machen. Na, ihr beiden, nimmt das Fest Gestalt an? Wir werden wohl einiges umstellen müssen. Was gibt's? Könntest du einen Augenblick in die Bibliothek kommen? Ja, ich weiß nicht. Völlig okay. Ich muss die Druckerei anrufen wegen der Einladungskarten. Achso, die ich aber bitte vorher sehen möchte, ja? Wir reden später weiter, ja? Bis dann. Ihretwegen holst du mich hierher? Christoph, bitte. Ben will Tanja zwingen, ihm beim Verkauf in Friedenau zu helfen. Ja, was habe ich damit zu tun? Tanja kann dadurch eventuell den Verkauf verhindern. Ich werde versuchen, den Verkauf so lange wie möglich hinauszuzögern. Vielleicht können Sie in der Zwischenzeit irgendetwas unternehmen. Wie stellen Sie sich das vor? Es muss irgendetwas geben, womit wir Ben doch noch zur Vernunft bringen. Das ist doch eine gute Idee. Ja, gut, aber er wird doch merken, wenn Sie den Verkauf verzögern. Ja, ich werde es ihm nicht direkt auf die Nase binden. Es reicht ja vielleicht, wenn wir ein paar Wochen Zeit gewinnen. Ich muss wieder rauf. Ich will nicht, dass er mich hier sieht. Also, wenn es dem guten Zweck nützt, bin ich gern zu jeder Schandtat bereit. Danke. Na? Eine merkwürdige Frau. Verrät ihren eigenen Mann, nur um ein Haus zu retten, in dem sie nie willkommen war. Wenn es uns allen hilft? Ja, ein bisschen Zeit könnten wir schon noch gebrauchen. Ach, sag doch mal, was ist denn aus George, dem alten Butler, geworden, den du in England suchen wolltest? Ich habe ihn nicht angetroffen. Ich habe einen Privatdetektiv auf ihn angesetzt. Oh lala, das kann dauern. Vielleicht sollten wir doch auf Tanjas Angebot eingehen. Na, bereust du schon, dass du deinem Jens abgesagt hast? Nein. Das heißt ja mein Jens. Bei mir hat er nicht übernachtet. Sag mal, was hast du eigentlich die ganze Zeit mit diesem Jens? Du scheinst dich ja mehr für ihn zu interessieren als ich. Ach, jetzt übertreibst du. Aber ich wette, du denkst die ganze Zeit an ihn. Wie bitte? Ja, und du gibst es nicht zu, weil du denkst, ich verkrafte das nicht. Aber da irrst du dich. Ich sehe das völlig locker.
Sag mal, was soll das denn jetzt werden? Willst du mich unbedingt verkuppeln oder was? Nein, aber ich will nicht, dass du auf etwas verzichtest, meinetwegen, was du hinterher bereust. Du musst keine Rücksicht auf mich nehmen. Warum bist du in letzter Zeit so interessiert daran, dass ich mit jemand anderem ausgehe? Weil ich will, dass du glücklich bist. Und ich glaube, ein Date mit Jens würde dir gut tun. Du meinst, ich soll ihn anrufen? Ja, warum nicht? Ist doch ein guter Typ. Also gut, rufe ich ihn nebenan. Du kannst ihn in die Kneipe einladen. Also, ich könnte euch die Drinks spendieren. Tja, wenn das so ist. Worauf wartest du? Okay. Du hast es so gewollt. Ja, ehrlich. Ein richtiges Schloss. Wie viele Zimmer? Ziemlich viele, würde ich sagen. Aus welchem Jahrhundert? Gute Frage. Am besten, Sie kommen einfach vorbei und... Schade, wieder nichts. Ach, hast du noch einen anderen Interessenten? Nein, leider noch nicht. Wenn du es so angehst, wird's auch ganz bestimmt nichts. Ich weiß nicht, was du meinst. Tanja, ich warne dich zum letzten Mal. Verarsch mich nicht. Du hast zu viel zu verlieren. Wenn Sie an dem Tag noch frei sind, dann sollten wir uns mal zusammensetzen. Was? Tanzmusik, ja. Ja, bitte. Auch modernes, ja, aber nicht nur. Na, am besten, Sie kommen heute Abend gleich mal vorbei. Ich bin da. Sie können kommen, wann Sie wollen. Ja, gut, bis dann. Arno. Ja, so eine Hochzeit in 3 Wochen vorzubereiten, das ist ein hübsches Stück Arbeit. Ich dachte, Tim hätte das in die Hand genommen. Ach, hören Sie auf, der Junge hat doch keine Ahnung davon. Nee. Woher soll er es auch wissen? Er hat ja noch nie geheiratet. Also wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, ich... Das ist lieb, aber ich werde es schon hinbekommen. Irgendwie. Was führt Sie zu mir? Ich wollte mit Ihnen über die Geschenke sprechen. Nicht, dass es da zu Überschneidungen kommt. Ja. Haben Sie schon eine Idee? Ja, ich dachte, ich spendiere den beiden die Hochzeitsreise. 2 Wochen Toskana. Das ist eine sehr schöne Idee. Aber ich habe an was Ähnliches gedacht. Ich habe den beiden 5 Wochen Strandhotel auf Mauritius gebucht. Mauritius. Das ist natürlich noch mehr. Ja, warum auch nicht? In die Toskana können die beiden immer noch irgendwann mal fahren. Ja, Mauritius ist für Flitterwöchner viel geeigneter. Da kann man segeln, surfen, tauchen. Ich denke mir was anderes aus. Ja, Sie wollen schon gehen. Ja, auf meinem Schreibtisch wartet eine Menge Arbeit. Ich habe auch noch einiges zu tun. Wegen der Reise bitte nichts für uns. Nein, natürlich nicht. Ja. So, nun der Partyservice. Von Einstetten. Es geht um die Bestellung, die ein Tim Sander bei Ihnen gemacht hat. Die muss ich leider stornieren. Ja, es ist mir auch sehr unangenehm. So. Die ist für deine Mutter. Musst du ein bisschen schütteln dann. Aber Vorsicht. Mann, die ganze bucklige Verwandtschaft, hm? Ja. Hör mal, haben wir schon einen Umschlag für Clarissa irgendwo? Clarissa? Willst du die ernsthaft einladen? Sie ist meine Mutter, Tim. Naja, aber du hast doch selber gesagt, wir sollten so wenig wie möglich mit ihr zu tun haben. Ja, aber man muss sie auch nicht unnötig reizen. Und außerdem finde ich, bei einem solchen Anlass kann man den ganzen Streit gut mal vergessen. Hm? Na gut. Oh. Ich glaube, ich habe vergessen, die... Sekunde. Ja? Wie abbestellt? Ich habe nichts abbestellt. Nein, sicher nicht. Nee, ich kläre das, ja?
Ja, ich rufe sie dann zurück. Alles klar. Tschüss. Das glaube ich nicht. Was denn? Dein Vater hat den Partyservice abbestellt. Wie bitte? Ja, ohne mich zu fragen. Ist ja unglaublich, oder nicht? Ich dachte, ihr hättet das heute Morgen alles besprochen. Ja, er hat mir gesagt, dass eure Köchin das gerne machen würde. Aber ich habe keinen Ton dazu gesagt. Dann hat er wahrscheinlich gedacht... Ja, dass er du soll nicht einverstanden denken, er soll mich fragen. bist. Was willst du jetzt machen? Ich fahre nach Friedenau raus und kläre das mit ihm. Es ist doch völlig egal, wer das Essen kocht. Es geht doch nicht ums Essen, es geht ums Prinzip. Der Spruch hätte von Christoph kommen können. Ela wohnt im Studentenheim an der Uni. Da war ich schon öfter. Da steigen nämlich ganz gute Feten. Ja, so doll sind die auch nicht. Aber hingehen muss man halt. Und bei den dünnen Wänden, da kann man entweder mitfeiern oder auswandern. Schlafen ist dann nicht. Hey, was ist mit dir los? Langweilen wir dich mit unserem Geplapper? Nein, das ist bei Gero nur die Vorfreude. Er wartet nämlich auf seine neue Flamme. Flamme? Da kommt er. Hi. Hi. Setz dich. Sophie kennst du ja schon und das sind Susanne und Ela. Hallo, ich bin Jens. Bist du öfter hier? Nee, erst das zweite Mal. Beim ersten Mal haben wir uns kennengelernt. Und? Tja, es wurde dann noch ein ganz netter Abend. Und das wollt ihr jetzt wiederholen? Naja, mal sehen. Ich muss wieder an die Arbeit. Ich will auch nicht länger stören. Entschuldigst du mich mal kurz? Was soll das denn jetzt? Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Wieso denn? Du weißt genau, was ich meine. Du fühlst dich auch wie eine Kupplerin. Das ist wirklich peinlich. Ach Quatsch, aber wenn du dich schon mit ihm triffst, dann musst du auch ein bisschen rangehen, sonst... Was soll er denn denken? Es ist meine Sache, was ich mit Jens Und mache. nun lass ihn nicht so lange mit den Mädchen allein. Im Gegensatz zu dir steht er, glaube ich, nur auf Männer. Über das Repertoire an dem Abend unterhalten wir uns noch. Vielleicht faxen Sie mir mal einen Programmvorschlag. Aber gerne. Ich stelle Ihnen mal eine Bandbreite tanzbarer Melodien zusammen. Hits, Evergreens, Standards, 60s, 70s. Alles, was die Leute so vom Hocker reißen. Wunderbar, ich sehe, wir verstehen uns. Wiedersehen, Herr Kreuzer. Wiedersehen. Vorsicht, junger Mann. Ja, sorry. Kann es sein, dass die denn... Guten Abend zunächst mal. Guten Abend. Kann es sein, dass die den Partyservice abbestellt haben? Ja, das kann sein. Ich meine, dass das unsere Küche viel besser kann. Das können Sie doch nicht einfach entscheiden. Ich meine, ohne uns vorher zu fragen. Wozu soll ich eine Firma beauftragen, wenn wir eine hervorragende Köchin auf unserer Gehaltsliste haben? Die holt ihre Töchter und ihre Nichten und dann läuft das. Es geht nur nicht darum, dass es läuft. Es geht darum, dass Sie sowas nicht einfach über meinen Kopf hinweg entscheiden können. So, kann ich das nicht. Ich möchte, dass diese Feier ein Erfolg wird. Ja, das will ich auch. Aber so wie wir wollen. Es wird eine wunderschöne Hochzeit werden. Verlassen Sie sich da ganz auf mich. Die Band habe ich auch gerade engagiert. Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Erst pushen Sie mir beim Essen dazwischen und jetzt engagieren Sie so eine Rentnerband? Wollen Sie mir meine Hochzeit endgültig verderben, oder was? Was sagen Sie da? Verderben? Ja, verderben. Aber nicht bei meiner Hochzeit. Sie heiraten meine Tochter. Die Hochzeit findet in meinem Hause statt und bezahlt wird von meinem Geld. Unter den Umständen muss ich auf Ihr Geld und auf Ihr Haus leider verzichten. Bitte? Danke sehr. Diese Sophie, kennst du die schon länger? Dann seid ihr gut befreundet. Ja. Sag mal, die weiß aber, dass du schwul bist, ne? Ja, klar. Wieso? Naja, ich hatte fast das Gefühl, sie ist eifersüchtig. Sie guckt die ganze Zeit rüber. Ach ja?
Soll sie doch gucken. Ich habe damit kein Problem. Oh, hey. Wohin so stürmisch? Entschuldigung. Was ist denn los? Ach, nichts, ich habe mich gerade wahnsinnig geärgert. Und wieso? Christoph und Tim. Wenn die beiden so weitermachen, werde ich wohl keine Hochzeit feiern. Ach so, ich war eben gerade zufällig dabei, als die beiden zusammengerasselt sind. Ja, Tim weigert sich jetzt auf Friedenau zu feiern. Ach, die beiden werden sich schon wieder beruhigen. Ja, aber Christoph lässt ja überhaupt nicht mit sich reden. Er hat ganz genaue Vorstellungen, wie alles laufen soll. Weißt du, ich sehe es schon kommen. Wir werden meine Hochzeit in irgendeinem blöden Restaurant feiern müssen. Oh, das wäre natürlich sehr schade. Friedenau ist schon der ideale Ort für eine solche Feier. Ja, erzähl das mal den Sturköpfen. Na, wie sieht's aus? Wie soll's aussehen? Komm, du weißt schon, was ich meine. Tu doch nicht so, als ob es dir nichts ausmacht. Und wenn schon? Ich bin praktisch selbst schuld. Wieso? Tja, ich habe Gero ja förmlich aufgefordert, sich wieder mit diesem Jens zu treffen. Wieso das denn? Vielleicht habe ich gehofft, dass er mich treuherzig anguckt und sagt, Sophie, ich kann mich nicht mit Jens treffen. Für mich gibt es nur dich. Aber dieser Schuss ging wohl nach hinten los. Vielleicht solltest du deine Taktik ändern. Wie denn? Naja, es gibt noch andere Methoden, um Männer aus ihren Reserven zu locken. Ein Versuch wär's wert. Ah, da sind Sie ja schon. Morgen. Morgen. Julia hat mir gestern erzählt, dass Christoph und Sie Streit miteinander haben. Unter den gegebenen Umständen können Sie natürlich nur schlecht hier auf Friedenau feiern. Ja, sieht ganz so aus. Ah, das finde ich sehr schade. Und deshalb habe ich mir Folgendes überlegt. Ich stelle Ihnen gerne den Ostflügel dieses Schlosses für Ihre Hochzeit zur Verfügung.